Hello, Miss Lichtman. How long have you been sitting there? Not long, Mr. Kelso. You look lovely, Princess. You haven't exactly caught me at my best. It's okay, Miss Lichtman. I'm a big boy. I know how to take my licks. Please, call me Elsa. Okay, Elsa? What can I do for you? I'd like to explain because I can join the dots, Elsa. Cole needs your help, Jack. The police department have frozen him out. Look, you're obviously a brave lady, but you can't fight all Cole's battles for him. I just wanted to apologize for... You don't have to apologize. You were right about Elysian Fields. Tell me something. What was Lou Buckwalter's regular job? He was a carpenter. He built sets for RKO, Warner A Brothers. set carpenter? Perfect. If you don't mind, Elsa, I'd like to get a little rest now. I've got a lot more dots to join, and it's making my head hurt. That's perfectly understandable, Mr. Jack. I hope we can meet again under less dramatic circumstances. I hope so too, Princess. I'd like that. You Kelso? Who's asking? Peterson, Assistant DA. You're in the wrong building, Peterson. This is a hospital. A wise guy. Let me tell you a story, Kelso. Can I get the abridged version? My head hurts. You're a funny guy, Jack. What do you want, Peterson? A colorful character mentioned your name. He said that you might know something about... There's a problem with colorful characters, Peterson. First they send you over a drink, then they buy you dinner, then you get a phone call in the middle of the night for a favor. Try rubbing shoulders with some solid citizens. They're the ones you're supposed to protect. You finished, Kelso? For the moment. I'm going to run for DA, Kelso. The current administration stinks. And you want me to help? I'm looking for a DA's investigator. You get a gun and a badge and $120 a month. I get $150 a month now. I'm going after the Vice Squad, Kelso. It's going to get me elected. I've got something better. How about Leland Monroe? The property developer? Do you think I fell down the stairs? So, und damit heiße ich euch jetzt nun endlich mal herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von L.A. Noire. Ja, ein elendlanges Intro, aber ihr wisst vielleicht jetzt, worum es geht. Elsa Lichtman war gerade nochmal hier, ist jetzt mit Mr. Jack Kelso per Du, und wir werden heute ein bisschen weiter forschen, in dem Fall Elysian Fields, Leland Monroe und auch unseren Chef von der California Life and Fire Lebensversicherung, so heißt das nämlich. Unser Chef Curtis Benson, dem werden wir jetzt nämlich mal einen kleinen Besuch abstatten. Ihr seht, Jack Kelso ist aufgrund des letzten Parts noch ein bisschen gezeichnet in seinem Gesicht. Genau, denn jetzt wird es nämlich wieder ein bisschen haarig, bisschen kritisch, aber auch ziemlich cool, ne? Und Elsa Lichtman möchte natürlich, dass sich Cole Phelps und Jack Kelso wieder vertragen, dass die zusammen in diesem Fall arbeiten, weil alleine, ihr habt es im letzten Part gesehen, ist das natürlich ein bisschen riskant. Wir haben nicht mehr viele Fälle, dann ist dieses Projekt auch beendet. Deswegen lasst doch gerne ein Like da und ein Abo, wenn ihr das noch nicht gemacht habt, und genießt die Folge. Und dann fahren wir mal zu unserem Chef, Curtis Benson, wo wir auch wieder ein paar sehr nette Entdeckungen machen werden. Aber seht selber, an diesem sonnigen, herrlichen Tag, und natürlich Leland Monroe, den werden wir in diesem Part auch nochmal einen Besuch abstatten. Also viele Besuche, die wir tätigen müssen, viele Fragen und Hinweise, die wir finden bzw. auch beantworten werden. Aber jetzt sind wir erstmal bei unserem Chef angelangt, Curtis Benson heißt der nämlich, der auch ebenfalls in dieser Suburban Redevelopment Fund Dingsbums mit drinne steckt, so ähnlich wie Leland Monroe. Und wir schauen jetzt einfach mal hier vorne. Das hätte man auch übersehen können, weil wir wissen, oder ich weiß, dass es halt das zweite Apartment ist. Aber hier steht es nochmal, schwarz auf weiß. Silvester ist hier noch, Hampton, Niedermeyer.
In 5. Wird doch wohl nicht ein Deutscher sein. So, dann suchen wir mal Apartment 2 auf. Das müsste, glaube ich, nee, noch ein nach oben sein und dann links rum, bin ich der Meinung. Und zwar, genau, hier rum. Da wohnt unser Chef. Remember me? Jack, it's good to see you. You've caught me at a slightly inopportune moment. Can we do this some other time? Back off, Curtis. Move away from the door. Jack, there's no call for that. You're smooth, Curtis. I'll give you that. You try to get me killed and you still manage to be polite about it. Jack, how could you accuse me of having anything to do with that? I want to know all about you and Monroe, Curtis. You give it up or I beat it out of you. Get the fuck out of here, Jack. You're fired. Who do you think you are? Get out of town now while you still have the chance. You have no idea what kind of forces you're dealing with here. I guess we've exhausted the passive options. Sit tight, Curtis. I'm taking a look around. Tja, der hat Dreck am Stecken. Das schwöre ich euch. Wer mit Leland Monroe unter einer Decke steckt, der kann einfach nur Dreck am Stecken haben. So, wir schauen mal den ersten Hinweis. Und zwar haben wir auf dem Tisch neben der Balkontür irgendwas liegen. Wo ist denn der Balkon? Ich glaube hier, genau. Und zwar das hier. Ist das ein Anteilsschein? Ich glaube, ein Anteilsschein. Und zwar ist das hier Suburban Wohnbau Förderungsgesellschaft. Hiermit wird bestätigt, dass Curtis Robert What Benson... exactly do you expect to find, Jack? So, ich muss das jetzt nochmal gerade lesen. Hiermit wird bestätigt, dass Eigentümer von 4.000 Anteilen zum Ausgabebetrag von je $100 ist, die alle als... Boah, das geht mir zu schnell, ey. Also irgendwas hat er auf jeden Fall abgeschlossen. Beziehungsweise er hat sich irgendwelche Anteile gekauft. Hier nochmal. Und zwar dieses Mal für... wieder 4.000 Anteile zum... von je $100. Okay, steuerfrei. Also das heißt, das Geld kriegt er auf jeden Fall. Get out while you can. Mann, halt die Klappe. Du kannst froh sein, dass ich längst nicht auf dich geschossen habe. Im Normalfall würde jetzt dein Hirn überall auf deiner dreckigen, versauten Wohnungsboden-Dingsbums liegen, Bodendielen liegen. So, das war der erste Hinweis. Und dann haben wir noch einen Versicherungsvertrag. Und zwar liegt der hier. Auf seinem ach so super tollen Schreibtisch, den wir uns auch nochmal ganz kurz betrachten, durchlesen. Und zwar, ja, die California Feuer- und Lebensversicherung, da wo er arbeitet. Halt die Schnauze. So, bla bla bla, versichert gegen Bezahlung einer jährlichen Prämie, also diese Lebensversicherung. Versichert gegen Bezahlung eine jährliche Prämie von $1.105 Elysian Fields Developments gegen jegliche Verluste und Schäden bei Rancho Escondido. Da waren wir ja auch schon mal, wo die Häuser abgefackelt wurden, bei Fountain Avenue über eine maximale Summe von $221.000. Also eine stattliche Summe Geld. Ne? Die California Feuer- und Lebensversicherung hat die Unterschriften aller Anwesenden unter Aufsicht, der hat immer noch nicht aufzureden, eines offiziellen Beamten zum heutigen Tag, dem 26. Februar 47 eingeholt. Die von dieser Police abgedeckten Verluste beinhalten auch Schäden oder Kosten, die durch Explosionen jedweder Ursache und an jedwedem Ort auftreten. Was sind das denn für Leute oder für Wörter? I knew you were in bed with Elysian, Curtis. Ja, hat er einfach einen Vertrag damit abgeschlossen. Der Curtis Benson, der ist geschmiert bis unter seine Decke. Ja, das möchte ich gerne jetzt von dir rausfinden. I want answers, Curtis. So pay attention. Please, Jack. I'm not a violent man. Ja, aber dafür ein anderer Mann, wie wir gleich noch rausfinden. I don't get it, Curtis. You're vice president of the company. Why take the risk? It's a simple business transaction, dear boy. Ha, das stimmt nicht. You're lying, Curtis. Something happened at the company, didn't it? That's why you took the bribe. Bribe? What bribe? How can you accuse me of benefiting ahead of the company? Ja, die Anteilsscheine, die sind nämlich alle steuerfrei. Und deswegen Schwarzgeld. Wo haben wir denn den Anteilsschein? Da. 4.000 Anteile an Wohnbauförderungen zu je $100, ausgestellt auf
Curtis Benson. Macht, Schlappe, ja, das könnt ihr euch ja ausrechnen. I noticed that the share certificates are in your name, Curtis, not the company's. What did you use as collateral? Those sons of bitches in Sacramento. They passed me over for president. Sent me here because they believed it was a backwater. But they were wrong. Los Angeles will become the capital of the West, not San Francisco. This place will be the city of the 20th century. And I'm gonna get my cut, Jack. You're going to jail, Curtis. You and your cronies. We'll see about that, Jack. Das werden wir noch sehen. Auf jeden Fall. Verlassen Sie sich drauf. Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. You're talking about the future of Los Angeles. You cannot interfere with these plans. Information, Curtis. Business people who have joined forces to meet the demand for new homes. Hast du das gerade auswendig gelernt? Junge, ey. You're lying, Curtis. They're going to burn those movie sets they call houses, and you're carrying the insurance on them. And how do you prove that, Jack? Ja, durch den Versicherungsvertrag. Steht da auch nochmal eine Notiz dabei? Genau. Versicherungszertifikat ausgestellt auf Rancho Escondido durch die California Fire and Life. Ne? Also, falls die Häuser abbrennen sollten, was sie ja getan haben, durch den schlechten Bauen, durch die schlechte Qualität des Holzes und des Zements, verdienen die, glaube ich, ganz schön viel Kohle dran. Rancho Escondido burnt to the ground. California Fire and Life is carrying the paper. Jack, the best result you could get from insurance would be replacement cost. The stakes are much, much higher. Ja, traurig. Why the big payoff in the Buckwalter case? It was bound to bring it to attention. Who could have predicted this particular confluence of events? Elsa Lichtman as the beneficiary who spurns the cash. The brilliant but flawed detective becoming her lover. And you, Jack, taking their bait. You buy green lumber and use it to build houses. How do you expect it to end? Mr. Monroe has a fine reputation for building houses. What would I know about his choice of building materials? Haha, du steckst da auch mit drin. Also, du glaubst doch nicht ernsthaft, oder wir glauben doch nicht ernsthaft, dass er da nicht mit drin steckt. Also, wenn Leland Monroe alles alleine macht, das glaube ich aber nicht. Give me what I need or I'll beat it out of you. It's all there in the case file, if you know what to look for. Very neat, Curtis. Maybe I can't work it out, but Phelps can. He may be many things, but he is one of the best detectives the LAPD has ever had. Your card is marked, Jack. You'll have an unfortunate accident if you don't leave town. Your California isn't the same as mine, Mr. Benson. Not at all. Das wollte ich aber gerade sagen, ey, der Kollege kann sich mal gehackt legen. Und bevor wir jetzt wieder zurückfahren zu unserem Büro, möchte ich euch noch eine kleine, aber feine Nebenstory zeigen. Ihr seht vielleicht schon leicht durchschimmern durch die Tür. Da liegt eine Frau in seinem Bett, aber eine nicht ganz gewöhnliche Frau. How old are you, Princess? 16, mister? How old are you really? Nearly 13. You take love where you can find it as you get older. Love? Jack. That has nothing to do with love, Curtis. Some might find your romantic notions endearing, Jack. I find them very tiring. You're finished, Curtis. That remains to be seen, Jack. I haven't told you about my new job, Curtis. DA's investigator. Who do you think the DA reports to, Jack? Get dressed, you're getting out of here. He's not so bad. He just lays on top of me and grunts for a few minutes. He's kind. And he buys me nice things. Get dressed, you're leaving. She will only come back. Boah, und auch noch pädophil ist der Typ. Hey, ist das krank? Nicht nur, dass er in dieser ganzen Geschichte drinne steht oder in dieser ganzen Schmiersache mit Elysian Fields und alles drum und dran. Der vergeht sich auch noch an kleinen Kindern, ey. Was ist los bei dem? Beinahe 13, ey. Was will die eigentlich? So, also das zu unserem Chef. Jetzt fahren wir wieder zurück zu unserem Büro, weil jetzt wird es wirklich auch sehr, sehr interessant. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, für die Leute, die das hier aktiv schauen, wir haben ja am Anfang des letzten Falls eine Akte geöffnet, wo links ja ein Grundriss war von einem Haus
Und dort waren 2 Werte. Also einmal der Längengrad und einmal der Breitengrad. Das müssen wir uns jetzt nochmal als Hinweis holen. Und dann fahren wir ins Stadtarchiv, wo wir auch schon mal waren, mit Rusty Galloway und Cole Phelps, wo wir den Dahlia-Mörder-Fall aufgelöst I'm just haben. going up to my office, Barty. Gotta check over some files. Take the elevator. First door on the right when you come out. You know the way, Kelso. Ja, also wenn ich den Weg zu meinem Büro nicht weiß. Also, ich muss auch ganz ehrlich sagen, dass diese Fälle jetzt im Branddezernat, die gefallen mir auch wieder wesentlich besser als die in der Sitte. Obwohl die in der Sitte sind auch auf ihre Art und Weise ganz cool, aber ich finde, Branddezernat hat einfach mit die besten Fälle. Auch weil man halt nicht immer nur das Gleiche macht, sondern auch zum Beispiel an solchen Fällen mal arbeitet. Das finde ich echt richtig, richtig cool. Und ihr habt ja am Anfang auch gehört, der neue, ich weiß gar nicht, wer das war, Chef irgendwie von einer Polizei, ich habe das nicht richtig mitgekriegt, der möchte der Sitte mal so richtig an den Kragen gehen. Also unter anderem auch Roy Earl und allen anderen Leuten, die da sitzen. Wo war denn mein Büro? Ach nee, das war unten, ne? Jetzt wollte ich schon zum Büro meines Chefs gehen. Wie tragisch. So, und zwar hier an der Seite, genau. Mr. Jack Kelso. So, da, diese Unterlage brauchen wir jetzt. So, Curtis, what is it you don't want me to see? So, und zwar holen wir uns einmal jetzt den Längen- und den Breitengrad. 34 degrees, 4 minutes, 29 seconds north. 118 degrees, 17 minutes, 58 seconds west. So, und dann haben wir noch nämlich einen erhöhten Grundstückswert, bin ich der Meinung. Ich weiß gar nicht, war das hier? Da, genau. Insured replacement value for the house is $900. Current value of the house and land is $3,500. Christ, how many of these dumps are we carrying on the books? I have a Detective Phelps of the LAPD here to see you. Have a seat, Cole. Where's the go-between? She's awful easy on the eye for a foreign girl. Does that private dick petter actually work on anyone, Kelso? It's not your style. You were always a little more direct. This is your dime, officer. Would you have helped me if I asked, Jack? A little chuck on the shoulder, shot of Semper Fi. Fuck you, Cole. Be a man. Why send a woman to do your dirty work? You're a cop. Why do you want my help? I thought a PI might be a little more discreet. I'm no gumshoe. I used to be an investigator for this company before your investigation got me fired. I'm sorry to hear that, Jack. I'm sorry about a lot of things. Is that an apology, Cole? It's a feeble attempt at one, yes. Look, Jack, it's a murder case, and I need help to solve it. So what's it got to do with Elysian Fields developments? They're in it somehow. The flyers keep turning up whenever I find a domestic fire. They're boosters. Stiffing GIs for deposits, making them wait months for a throw-up house. They're already making more money than they can count. What's turned them into killers? So you believe me? This is why you dragged me into the Buckwalter case. Look, Jack, I'm sorry. But if not for me, do it for some of the poor saps who are dying, or some of the leathernecks who are getting grifted. How about it, Jack? I know you, Cole. You're still beating yourself up over that medal on Sugarloaf. The medal you think you didn't deserve, but you just don't get it. Nobody deserves a medal. It's just the ridiculous situation you find yourself in and how you react to it. You think you failed up on that hill. But courage isn't a tap you can turn on or off. Courage isn't permanent. It's a tenuous and fickle thing. Courage and cowardice exist in every man. Get over it. You got it off your chest. I guess I have. Can you help me, Jack? I'm thinking about it. The Hall of Records is the place to start. War das etwa die vorsichtige Annäherung von zweier ehemaliger Kriegsgenossen, ja, wieder aufeinander zuzugehen? Aber klar, Cole Phelps hätte auch selber hingehen können. Warum schickt er seine Freundin vor und bringt sie damit in Gefahr? Ihn natürlich sowieso. Er hat seinen Job verloren, also mit ihm meine ich hier, Jack Kelso. Naja, wie gesagt, in manchen Dingen ist halt Cole Phelps ein bisschen eigen, ne? Er ist zwar
ja, einer der besten Detectives im LAPD. Aber auf der anderen Seite, ne, seine menschliche Seite ist ab und an, hat eine Beute. Naja, schauen wir mal. Hello there. The Land Registry Office. Where is it? Just up the stairs. Thanks. So, und das wird jetzt wirklich sehr, sehr cool und sehr interessant. Aber da muss man auch, wie gesagt, bisschen mitdenken und sich ein paar Sachen merken. Aber es ist ziemlich, ziemlich cool, wie ich finde. Wir schauen einfach mal. I'd like to see the company details of the Suburban Redevelopment Fund. Certainly, sir. Just this way. Sehr, sehr cool. Halt, wir gehen jetzt erstmal den Typen hinterher. Der zeigt uns jetzt ganz genau, also wir müssen es nicht ganz alleine machen. Er zeigt uns, wie es geht. Um mehrere Infos rauszukriegen. So, hier sind wir beim Buchstaben S. Suchen also das Buch. Und jetzt suchen wir erstmal die Suburban Redevelopment Fund. Suburban sons of bitches ought to be listed in here. Genau, die ganzen Wohnbauwichser müssen hier drin stehen. Jetzt suchen wir erstmal Suburban Redevelopment Fund. Wir haben hier Stillwaters Veteran Homes. Müsst ihr euch mal vorstellen, in dieser ganzen Bücherei so viele Bücher und überall, wie gesagt, steht Firma für Firma, wann sie gegründet wurde, wer die, was steht hier unten? Die Direktoren sind, die Aktieninhaber, und zwar haben wir hier die Suburban Redevelopment Fund und wir sehen unter anderem Leland Monroe, Fletcher Buran, glaube ich, Donald Sandler, Willem Correll, Curtis Benson, hört, Raymond Gordon, Dr. Harlan Fontaine, der in diesem Video aus dem letzten Part noch zu sehen war, und Courtney Sheridan, den wir mit Cole Phelps befragt haben, bevor uns der Chief dazwischen gerätscht ist und uns entlassen hat. Also, die hier. Unter anderem hier, ich glaube, den Namen müssen wir jetzt anklicken. Genau. Courtney, for God's sake. What's he got to do with this? I'd like information on a plot of land. Okay, do you have the address? Not exactly. It's a new lot. I have the coordinates. 34 degrees, 4 minutes, 29 seconds north. 118 degrees, 17 minutes, 58 seconds west. All right, that makes it a bit more difficult. Come with me. Zack, es geht weiter. Wie gesagt, dieser... I believe that is in the Wilshire area. Here. Dieser Sheldon, der wurde da, glaube ich, unabsichtlich mit reingezogen. Einfach, weil er halt ein sehr schwaches, ja, Mitglied ist in dem Fall. So. Dann verschieben wir einfach mal. 4 degrees, 4 minutes. So, das ist schon mal die eine Seite. 9 seconds north. 34,429. 118 degrees, 17 minutes, 58 seconds west. Das finde ich eine super Sache. Also früher, ey. Holla die Waldfee. So, dann spulen wir mal weiter vor. Wir sind gleich da. So. Ich glaube, bis 58 müssen wir. Ne, 59. 3, 4, 4, 8, 29 in der Breite. So, jetzt haben wir es, genau. Lot numbers 1876988. Unfortunately, that is just the beginning. We have at least 1 million lot numbers in the Los Angeles area. Registrations are in alphabetical order. You need to convert your lot number to a letter. How do I do that? Over here, use this adding machine. There are 90,000 entries to a book, so divide your lot number by 90,000. Oha, also ich muss mir jetzt nochmal kurz die Zahl aufschreiben. 1876988. Divided by... Gut, das kriege ich hin, aber die Zahlen jetzt merken, das kriege ich nicht hin, deswegen muss ich mir das gerade mal aufschreiben. Also geben wir mal die Zahl hier ein. 1, 8, 7, dann haben wir einmal die 6, dann 2 mal 9. Nein, 2 mal die 8. So, jetzt, zack, und dann geteilt durch 90.000. Da gibt es auch noch mal einen Hinweis, aber bevor ich das unten alles durchlese, schreibe es mir lieber auf. 2, 3, so 90.000. Zack. Was für ein geiler Taschenrechner, oder? 20. Ich finde das super. A starts at 0, so you want to add 1 to your number. 21. That number is your letter of the alphabet. Once you have the letter, find the right aisle, and you are in business. You do this every day? Tja, ich habe auch das Gefühl, der Typ hat diese ganze Bücherei hier studiert. Also der weiß ja alles.
Aber ich glaube, wenn du sowas halt öfter machst, dann hast du es halt irgendwann raus. So, wir gehen jetzt zu Buchstaben U, um das Ganze mal abzukürzen. So, Buchstabe U. So. Schauen wir mal, ob diese Grundstücke wirklich 3.500 wert sind. Wie war nochmal die Nummer? 1876988. Hier. Randall Johnson. Nee, Jones. Randall Jones. The book value is $350. With the new home in place, the improved value of the property is $3,500. They can make a killing. But how do they pull it off? Jetzt gibt es natürlich eine schöne Schießerei. Oh ja, die Typen, die uns entführt haben. Ich glaub's ja nicht. Die wagen sich nochmal hier rein. Jetzt kriegen sie es zurück. One thing you learn in the war, boys. You do your talking once the smoke clears. So, also lasst uns mal kurz hier die Schießerei beenden. Na komm, schau hoch. So, Nummer 1. Alter. Das gibt's doch nicht. Dann kommt er mit der Shotgun an. Ach, das gibt's doch nicht. Leck mich am Arsch. Da schießt er mich einfach knallhart von der Seite. Ich nehme jetzt erstmal den Typen vor. Bevor ich mich um den da kümmere. Weil wenn der sich von hinten anschleicht, die feige Sau. Wo ist er? Na komm. Muss ich das so machen? Da ist er, komm. Schau raus, Junge. Deine scheiß Shotgun, ey. Kannst du dir sonst wohin stecken? Ey, das gibt's. Ich hab den doch getroffen. Ah, bin ich schlecht. Ey, das gibt's doch jetzt nicht. Jetzt vertrödel ich hier die Zeit an so einer blöden Schießerei. So, der ist down. Moment. Oder ist der immer noch nicht down? Doch. Ich schieße die ganze Zeit auf eine Leiche drauf. So, komm, der andere Typ. Das gibt's doch gar nicht. Der ist mit der Shotgun, der ist nicht down? Guck mal. Ich gebe dem jetzt gleich einen Headshot. Zack. Jetzt aber, ich wollte gerade sagen. Der hat einen MG. Geil, das brauche ich. Der schleicht sich von hinten an. Den darf ich da hinten nicht außer Acht lassen. Den kriege ich so nicht. Scheiße, wo versteckt der sich? Geh ich mal schnell hier hin. Ich will seinen MG haben. Ah, jetzt verstecken die sich da hinten. Ja, okay, das ist nicht ganz so einfach. Ich habe das ein bisschen auf die leichte Schulter genommen. Ich dachte, das wird jetzt einfach wieder so... Ah, wo ist denn der andere Typ hin? Der saß doch gerade noch hier. Ja, kannst du das mal vergessen. So. Springen die hier einfach in der Bücherei auf und ab, ey. Was sind das? Sind das Rehkitze oder was? So, der andere sitzt, glaube ich, hier hinter der Treppe, wenn ich mich recht entsinne. Ja. Da. Scheiße, ich komme von hier aber leider nicht ran. Der hat einen MG, bin ich der Meinung. Da müssen wir ein bisschen vorsichtiger sein. Na los, schau raus. Da. Zack. So, die 3 Mistkerle haben wir jetzt erstmal außer Gefecht gesetzt. Und jetzt werden wir mal Courtney Sheldon einen Besuch abstatten und ihn mal ein bisschen ausfragen. That's okay, Jack. You didn't need to come all the way down. It's important, Courtney. How can I help? Tell me about the Suburban Redevelopment Fund. What are you talking about? Don't fuck with me, Courtney! Jack, I swear, I don't know what you're talking about. How does your name appear as one of the investors in the Suburban Redevelopment Fund? You're out of your mind. I was down at the Hall of Records checking on a property company called Elysian Fields Developments. Their funding comes from the Suburban Redevelopment Fund. Seriously, Jack, I have no idea. Your name is there, Courtney, with some pretty interesting company. The mayor, the district attorney, some dirty cops, and your buddy, Dr. Harlan Fontaine. Dr. Fontaine? Spill it, Courtney. I want all of it. Fontaine and the rest. Fontaine took the morphine off our hands. Look, Jack, I know you said to get rid of it, but it's okay. I did something good for once. He reinvested the money for us. That's it. That's what's happening. They're building houses for GIs, Jack. I turned a mistake into something beneficial. Something that's going to help out the guys. Courtney, they're building matchstick houses. They're going to burn them for the insurance money. They'll probably stiff the poor bastards for the deposits.
Please, Jack. Say it isn't so. Harlan's a doctor. A good one. He helps out a lot of people. Looks like he's helping himself, Courtney. You're the fall guy. Jetzt bin ich mir aber nicht so sicher, ob er weiß, dass er da wirklich mit drin steht, also ob er aktiv dabei war und da eingetragen wurde oder ob ihn einfach dieser Dr. Harlan Fontaine damit reingeschrieben hat. Ist ja schon ein armes Würstchen. So, wir sind wieder zu Hause und gehen jetzt erstmal Ring, schnell ans Telefon, denn mein bester Freund ruft an. Jack Kelso. Who's asking? Leland Monroe. I was wondering when you'd get around to calling. I'd like to meet with you, Mr. Kelso. I bet you would, Mr. Monroe, but I value my skin highly enough to not want to meet with you. Why don't you just send some more of your boys around and we'll have a nice cup of tea? You realize that I could make you a very wealthy man, Mr. Kelso. Better than $220 a month? You're a very witty man, Kelso. Substantially better. I'm going to have to let it slide, Mr. Monroe. Are you haggling with me, Jack? I might be. Come around to my place at 9. 5164 Santa Monica Boulevard. You'll come? I might. Good night, Mr. Monroe. So, wenn man so will, der finale Fight gegen Leland Monroe. Schade, ich mochte den Typen auch irgendwie ein bisschen. Das war so ein typischer, schmieriger, nicht glaubhaftiger oder rüberkommender, nicht glaubwürdig rüberkommender Chef, so sage ich das mal. Prachtvolles Haus mit Garten. Also was so seine Anlage angeht, das ist schon geil. Also der wurde schon nicht schlecht. Aber gut, wenn du halt Geld hinterziehst und auf die Art und Weise ja, Geld machst, dann hätte ich auch so ein Haus, alter Vater. Mit Vorgarten und allem drum und dran. Und mit Wachen natürlich. Denn wir werden nicht alleine sein. Ich dachte, wir hätten eine Einladung. I appreciate the help, all of you. We can reminisce later. I want a minimum of noise and no prisoners. No prisoners? This isn't Peleliu, Jack. These guys are grifting GIs. That's what they do for a living. It's okay, Jack. We all feel the same way. Just hasn't turned out quite the way we imagined. Let's get it done. Teams of 2 at the ready. Der hinter uns ist übrigens der Busfahrer, wenn ihr den erkennt. Dieser Rodriguez, glaube ich, heißt der. Oder irgendwie was Spanisches. Das ist auf jeden Fall der Busfahrer gewesen, der auf den geschossen wurde. So, und wir haben natürlich, hey, sehr guten Empfang hier. Ich dachte, wir hätten eine Einladung, deswegen. So, jetzt müssen wir mal ein paar Kills hier machen. Jetzt muss ich mal meine Skills beweisen. So, weg. Zack, da ist der eine schon mal weg. Ich brauche ein MG, ey. Mit dieser Scheißpistole, da komme ich nicht weit. Ich brauche ein MG. So, zack. Ich möchte gerne die Waffe hier nehmen. So, da. Ach, das ist nur eine scheiß Shotgun. Ja, WTF. Gib mir mal das hier. Zack, das ist ein MG. Muss ich mal gucken. Ach, guck mal, da hinten ist noch jemand. Scheiße. Hat er noch Munition? Ja. Ach, das ist ein Typ von uns. Okay, ich habe gerade die ganze Zeit auf diesen Busfahrer geschossen. Scheiße, ich schieße meine eigenen Leute ab. So, der ist weg. Komm, einer noch. Da. So, das hätten wir jetzt erstmal geschafft. Ah, fuck, da oben kommen schon die nächsten. Jetzt zerschießen wir Leland Monroes schönen Vorgarten hier, aber das ist es mir wert. Dieser schmierige Typ hier. Zack, und mit dem MG kommt man einfach weiter. Das ist es einfach. Du kommst mit dem MG weiter als mit so einer scheiß Shotgun. Achtung, da steht noch einer. Junge, guck nach vorne. Da spielt die Musik. Also wie gesagt, was seinen Vorgarten angeht und alles weitere, das muss man ihm lassen. Da hat er nicht an schönen Sachen gespart. So, warte mal. Komm, der muss noch einmal hoch. Okay. All right, man, hold the perimeter. I got personal business with Mr. Leland Monroe. Tja. Das werden wir ihm noch schön unter die Nase reiben.
Weil, wie gesagt, ich habe echt gedacht, wir haben hier so eine normale Einladung von ihm, aber anscheinend ja nicht. Der hat ganz schön viele Wachleute, ne? Und einen Bären in seinem... Alter, wie der auch wohnt, ey. Guckt euch das an. Ritterlich. Einen großen, ausgestopften Bär. Junge, Junge. Nein. Sicherlich nicht. Ich habe viele Schüsse schon einkassiert. Jetzt schieße ich zurück. Jetzt schieße ich nur noch zurück. Das glaubst du aber. Ich bin gerade mal am gucken, ob wir diese Typen hier kennen. Nee, kennen wir nicht. Okay, weiter geht's. Nächster Raum. Ah, die schon wieder. You're a very sweet-looking girl to be holding such a big gun. I know how to use it, mister. I'm sure you do. So how about pointing it over there in the direction of Hollywood instead of at me, Princess? You're quite the wise guy. I don't normally shoot women, Princess. How about putting the cannon down? Genau, streck sie nieder. Was fällt dir eigentlich ein? Ey, weißt du, jetzt, dann guckt sie noch so überraschend und dann schießt du trotzdem. I was never very good at reading women. Stopp, schieße einfach nochmal drauf hier. Where are you, damn it? Scheiße, da kann ich gar nicht drauf schießen. Schade. Wenn ich das könnte, hätte ich jetzt noch einmal drauf geschossen. Hier saß er nämlich, als er unseren Anruf entgegengenommen hat. Weapons on the ground now. Oh, fuck. Da warten sie ja schon wieder auf mich. So, ist der erste down. Wo ist der zweite? Der steht genau hier hinter. Der hat ein schönes MG. Oder? Ah, nee, das ist eine normale Shotgun. Schade. Dann müssen wir weitermachen mit unserer scheiß Pistole hier. Boah. Jetzt schießen die schon wieder von da. Ey, sind die doof? Ah, fuck. Ey, irgendwann müssen wir jetzt mal ausschalten. Damit ich mal von der einen Seite ein bisschen Ruhe habe. Aber mit dem Controller ist auch nicht gerade das beste Zielen. So, zack. Das müssten, glaube ich, die letzten gewesen sein. Jetzt habe ich eine Shotgun. Ach nee, meinen Hut habe ich aufgesetzt. So. Mr. Monroe, where are you? I'm here. Genau, jetzt geht's hier hinten, glaube ich, durch sein Badezimmer und da ist er. Jack Kelso. That's my opening negotiating position. Oh, you crazy son of a bitch! How did you get in here? I'm bleeding to death. Get me a doctor. I thought I had an invitation, Monroe. Your boys outside were certainly expecting me. That's my second offer. You sadistic bastard! What do you want? I'm going to take a look around, Monroe. Then I want you to tell me what you know about the mayor and those Trojan houses that you're building. Das ist ja geil, ey. Aber genau das verdient er, ey. Der müsste jetzt eigentlich stundenlang da liegen bleiben, bis sein scheiß Knie da verblutet ist. So, wir gucken uns jetzt nochmal 3 Sachen an. Und zwar gehen wir einmal hier in den Safe rein. Na komm, aus dem Weg. Jetzt muss ich hier andersrum gehen. Weil der Vogel da im Weg liegt. So, zack. Und zwar haben wir zunächst mal die ganzen Anteilsscheine, ne, da unten links, die einfach nur ausgefüllt werden müssen. Die hat er hier alle auf Vorrat. Hiermit wird bestätigt und so weiter und so fort. Nennwert von $100. Aus von angezahltem und steuerfreiem Aktienkapital ist. Genau, bla bla bla, Suburban Redevelopment Fund. I'm guessing Benson's portfolio is only a fraction the size of yours, Monroe. Die hatte nämlich auch Mr. Benson in seinem Apartment liegen. So, dann einmal hier oben. Und zwar ist das jetzt, glaube ich, nochmal der Polizeibericht. Ach nee, Dr. Harlan Fontaine. Aha, Stadt Los Angeles, polizeilicher Einschätzungsbericht zu Dr. Harlan Fontaine. Ah, über diesen, meinte ich, guten Arzt ist an der Lieferung von und dem Verkauf von Betäubungsmitteln im Großraum LA beteiligt. Also der hat auch Dreck am Stecken. Während seiner Tätigkeit als Klinikpsychiater hat er große Mengen geschmuggeltes Morphium an Drogenhändler und Abhängige ausgegeben. Alles unter dem Deckmantel verschriebener Medikamente. Hat er also auch was mit diesen ganzen Drogen in der Sitte zu tun? Für seine Patienten, in Anführungszeichen. Zwischen dem 18. Juli und dem 3. September 1947 haben 22 unterschiedliche verdächtige Personen wegen des Besitzes von Betäubungsmitteln, die verhaftet wurden, angegeben. Medikamente seien, die ihnen verschrieben wurden, um die Symptome diverser psychischer Krankheiten zu behandeln. Einige von ihnen zeigen Dokumente, die ihre Behauptung belegen sollten.
Da die Verhaftungen von 4 verschiedenen Abteilungen ausgeführt wurden, Central, Hollywood, University und Highland Park, konnten die verantwortlichen Officers kein Muster erkennen und es wurden keine weiteren Maßnahmen eingeleitet. Aha, am 7. September 1947 wurde nach langem Verhör ein gewisser Doc Fontaine von Reginald Barclay als Partner aufgegeben. Siehe Verhörmitschrift 5.10. und so weiter und so fort. Barclay gab an, dass Fontaine der Verkäufer einem Deal mit Willie Baines Forster, Festnahme noch ausstehend, war. Forster ist im Sittendezernat des LAPD als Kurier für Mayor Harris Cohen benannt, auch bekannt als Mickey Cohen, den wir auch schon getroffen haben. Am 29. August, dem 6. September und dem 12. September besuchte Fontaine einen Herrenausstatter auf dem Sunset Boulevard, der bekannterweise im Besitz von Mayor Harris Cohen ist. Bei allen 3 Besuchen befand sich Dr. Fontaine für mehr als eine Stunde in dem Laden. 2 Tage nach seinem letzten Besuch am 14. September wurde eine Lieferung mit einem Straßenwert von $4.000 von einem Haus in Brentwood zu einem Lagerhaus in East Downtown gebracht, wo sie anschließend verschwand. Nach Ansicht dieses Officers spielt Dr. Harlan Fontaine eine bedeutende Rolle bei der Lieferung und dem Verkauf von Betäubungsmitteln in Los Angeles und pflegte enge Verbindungen zur organisierten Kriminalität. Ich empfehle, dass sie überwacht wird, bis eine umfassende Akte zusammengestellt werden kann. Hochachtungsvoll Roy Earl, Sittendezernat Hollywood, 6. Abteilung LAPD. Roy Earl. Smart. Keep the dirt on Fontaine under lock and key. This is your insurance. Also steckt der von Anfang an schon mit drinne. Mit diesen ganzen Medikamenten hat der die ganzen Sachen rausgegeben und verteilt, auch schon in der Sitte. Also ist das eigentlich gar kein richtiger Arzt. Er hat sich einfach da reingeschmuggelt, um andere Leute, ja, zu töten. So verstehe ich das jetzt, um seinen Anteil daran zu verdienen. Und Roy Earl, das ausgerechnet der diesen Bericht hier geschrieben hat und uns damit einen wichtigen Hinweis gibt. Das ist ja so ein bisschen, ja, wie sagt man, Schicksal, ne? So, und noch einen letzten Hinweis, dieses Buch hier. Und zwar Liste mit Namen der Hauseigner, oder? Ist das? Ah ne, ein Bestechungsbuch. Das ist ein Bestechungsbuch. Unter anderem haben wir Roy Earl da auch mit drin. Ganz oben. Dem wurden nämlich $450 angeboten. Ganz unten nochmal Roy Earl. Und in der Mitte unter Dr. Sandler nochmal Roy Earl. Also so oft, wie der da mit drin steht. Das ist Wahnsinn. Der geschmierte Roy Earl. So, einen Bericht haben wir da nochmal auf dem ja, Schreibtisch liegen. Und zwar sind das jetzt aber, oder ist das die Liste mit Namen der Hauseigner auf dem Schreibtisch. Also hier, die Morellis stehen mit drauf, die Steffens stehen mit drauf, die anderen Häuser sind schon alle abgefackelt worden. Sawyer steht mit drauf unter anderem. Some sold up. The others obviously didn't know the links these sons of bitches would go to. Genau, die verkauft haben, sind durchgestrichen und die anderen wollten nicht. Beziehungsweise sie konnten nicht. Ich glaube, das war's, oder? Gab es da noch eine zweite Seite? Ich muss noch mal kurz gucken, ob ich da umblättern kann. Nein, okay, das war die eine Seite. So, ich glaube, das waren jetzt alle Hinweise. Ach nee, hier hinten gibt es noch mal ein Bild, wo alle zusammensitzen. The Suburban Redevelopment Fund. Remind me what they say about absolute power, Monroe. Fuck you, Jack. Call me an ambulance already. So, und rechts neben Leland Monroe, das ist Dr. Harlan Fontaine. Und rechts daneben, das ist der Chief, der Cole Phelps rausgeschmissen hat. Links neben Leland Monroe, der saß auch mit damals im Büro. Und ich glaube, der Typ ganz rechts an der Seite saß da auch mit. Den ganz links, den kenne ich gar nicht. Aber diese Leute, die haben unter anderem auch alle Dreck am Stecken. Ich gucke jetzt gerade mal. Ich glaube, das war's. Gucken, müssen wir hier irgendwas machen? Also wir haben den Kriminalbericht, die Anteilsscheine, Bestechungsbuch. Ich glaube, müssen wir uns nochmal die Zeitung anlesen oder anrufen? Ich glaube, wir gucken uns nochmal die Zeitung hier an. Als letzten Hinweis. Suburban Redevelopment Fund. Mal gucken, was uns das zu sagen hat. Gesellschaft verspricht 10.000 neue Häuser, die innerhalb von kürzester Zeit alle wieder abgefackelt werden. Dr. Fontaine, I need to speak with you urgently. Sit down. Please, sit down. Tell me about the Suburban Redevelopment Fund.
It's the fund we are using to channel money into the development of new housing. Why is my name on the board of managers? Technically, you are a major contributor. Please, Courtney. Those houses are a sham, Doctor. They're going to be burned for the insurance. That's a scandalous allegation, Courtney. Do you have any proof? Jack Kelso, an investigator for California Fire and Life, has seen them. He was almost killed when he found out what was going on. I don't know what to say. I feel that I have been duped. Who do you think is behind this subterfuge? Jack says it's a property developer named Monroe. He said it goes all the way to the mayor. You cannot have believed that I was involved. I don't know what to believe anymore, Doctor. I hoped that you weren't involved. Thank you for your trust, dear boy. Be still, Courtney. All of your troubles are finally over. Let them go. Let them drift away. Ah, heftig, ey. Also der wurde doch da einfach mit aufgeschrieben. Und dieser Dr. Harlan Fontaine, dem werden wir auch noch im nächsten Part mal gehörig auf den Sack gehen. It can't be stopped, Kelso. There's too much money at stake. Kingdoms rise and kingdoms fall, Monroe. Ask the Emperor of Japan. Have some fucking mercy! Operator, put me through to Phelps, arson squad. Yeah, Biggs, it's Jack. I'm at Monroe's. He's in a talkative mood. If you get here in a hurry, you might get something before he bleeds to death. Elsa. Oh, thank God. Where? Fontaine. Dead? Former patient. So that crazy son of a bitch finally came back for a checkup. It's Monroe. He's raving. You want information, cocksucker. You get me some medical help. I've got to go, Herschel. Monroe's negotiating again. Do you want my final offer, Leland? Tell me how I find the guy who has Elsa. Not Casey. He did whatever Fontaine asked. He had some kind of power over him. He did all the fires and then he went off the rails. I don't have a fucking name! He worked as a bug sprayer. Get me a goddamn doctor! Kelso, you son of a whore! Get me a goddamn doctor! Ich glaube, der hat jetzt die Seite rausgerissen. Wo man den Arzt rufen muss. Oder irgendeine wichtige Seite hat er rausgerissen. Also, das war der Fall. Die Suburban Wohnbauförderungsgesellschaft wurde demontiert auf die altmodische Art. Also, wir haben alle erschossen. Wir haben weitere wichtige Informationen rausgefunden. Jetzt müssen wir uns diesen Dr. Harlan Fontaine nochmal vorknöpfen. Aber ich glaube, im nächsten Part kommt nochmal so eine Art Randfall. Also, da werden wir wieder mit Cole Phelps spielen. Aber ich weiß nicht, ob das auch was mit dieser Geschichte jetzt gerade zu tun gehabt hat. Mit Dr. Harlan Fontaine und Courtney Sheldon und mit Elsa. Also, es wird ein spannendes Finale. Seid auch bei den letzten Fällen nochmal mit dabei. Das würde mich sehr, sehr freuen. Und deswegen lasst ein Like und ein Abo da. Und wir sehen uns. Ciao, ciao.